Gut einen Monat vor der Bundestagswahl will die CSU heute ihr Wahlprogramm, die sogenannte Bayern-Agenda, verabschieden. Abweichend vom gemeinsam mit der CDU beschlossenen Unionswahlprogramm ist im CSU-Programm ein härterer Kurs in der Migrationspolitik, eine höhere Pendlerpauschale sowie eine Ausweitung der Mütterrente zu erwarten. Gestern noch hat sich CSU-Chef Markus Söder bei einem Wahlkampfauftritt in NRW demonstrativ hinter den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz gestellt. Was für ein schönes Thema am Montagvormittag. Philipp Amthor bei mir von der CDU, Mitglied im Innenausschuss. Schön, dass Sie Zeit haben. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Wenn Sie auf das CSU-Programm, die Agenda Bayern, schauen, ärgern Sie sich dann? Da gibt es gar keinen Grund, sich zu ärgern, sondern das Verhältnis zwischen CDU und CSU ist hervorragend. Man hat das auch gesehen, gestern in großer Einmut Friedrich Merz und Markus Söder in einem gemeinsamen Auftritt. Und es hat gute Tradition, dass die Bayern immer sozusagen, die sind ja auch eine eigenständige Partei, nochmal ein eigenes Programm vorlegen. Und vieles davon ist ja nicht Konkurrenz, Abweichung vom CDU-Wahlprogramm, sondern eine Vertiefung, gerade in Fragen der Migrationspolitik, die einen wichtigen Schwerpunkt bildet bei diesem Bundestagswahlkampf, sind das richtige Schwerpunkte, die CSU dort setzt. Aber Sie gehen eben nicht unbedingt d'accord, nehmen wir mal die Mütterrente, mit dem, was eben die große Schwesternpartei, Ihre Partei, beschlossen hat. Also sagen wir es mal so, die Mütterrente ist natürlich ein Projekt, das irgendwie für die Betroffenen etwas Gutes bringen würde. Es ist auch wichtig, glaube ich, die Erziehungsleistung von Frauen noch besser anzuerkennen. Die Frage der Finanzierbarkeit stellt sich aber natürlich. Und deswegen ist das alles eine Frage dann auch des Wahlergebnisses, eine Frage der wirtschaftlichen Entwicklung. Und ich bin jedenfalls überzeugt, wenn es uns gelingt, unser Programm umzusetzen mit einem starken politischen Mandat, dann werden wir in Deutschland wieder Wirtschaftswachstum haben. Und dann schaffen sich auch die Spielräume dafür, wichtige Projekte auch umzusetzen. Herr Amthor, spannend ist ja auch das Agieren von Markus Söder zu beobachten. Im letzten Wahlkampf mit Armin Laschet, da hat die CSU noch ganz anders, wie soll ich mal sagen, Wahlkampf gemacht, der jetzt nicht wirklich Armin Laschet geholfen hat. Trauen Sie Markus Söder? Auf jeden Fall. Und ich würde Wo nehmen sagen, Sie das her, dieses ja, Vertrauen? das sieht man daraus, wie sich Markus Söder und Friedrich Merz auch miteinander verhalten, nämlich mit dem gemeinsamen Ziel, eine stabile Regierung hinzubekommen. Und wir haben gesehen, 2021, der permanente Streit, der hat uns geschadet. Und das hat nicht nur die CDU verstanden, sondern auch die CSU. Und deswegen ist es auch gut, dass Markus Söder da jetzt an der Seite von Friedrich Merz dafür kämpft, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wird und dass die CDU ein starkes politisches Mandat bekommt, um auch wirklich was zu ändern in diesem Land. Herr Amthor, es gibt einige Stimmen, die sich sehr intensiv mit Wahlkampf beschäftigen. Die schauen auf den CDU-Wahlkampf und sagen, das ist ein Schlafwagen-Wahlkampf. Haben Sie vor, daraus noch einen ICE-Wahlkampf zu machen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich nehme das auch so wahr. Ich würde erst mal sagen, Schlafwagen-Wahlkampf ist die völlig falsche Beschreibung. Wir sehen, dass im Wahlkampf die Betonung auch auf Kampf, Auseinandersetzung liegt. Friedrich Merz hat jetzt dieser Tage seine große Deutschlandreise begonnen. Viele große Kundgebungen, in denen er auch spricht. Wir scheuen da keine Auseinandersetzung. Und für uns ist klar, es gibt ja keinen Grund, irgendeiner Kontroverse aus dem Weg zu gehen, sondern genau so, wie wir über die gesamten 3 Jahre hart im Bundestag die Auseinandersetzung mit dieser linken Ampel gesucht haben, suchen wir sie jetzt auch im Wahlkampf mit allen anderen Parteien. Das tun wir dann aber eben auch einerseits mit einer harten Auseinandersetzung, aber andererseits auch mit einem sachlichen Ton. Das bringt man zusammen und deswegen würde ich sagen, für uns ist klar, die verbleibenden Tage heißen Kampf, Kampf, Kampf und Überzeugung sammeln für den Politikwechsel. Müssen Sie auch, weil die aktuellen Umfragen bei unter 30, das klingt jetzt nicht so, als würde Friedrich Merz im Moment mit dem, was Sie geschildert haben, überzeugen. Also das deckt sich überhaupt nicht mit meinem Eindruck. Ich bin ja auch in ganz Deutschland unterwegs und die Stimmung in diesem Wahlkampf, sie ist nicht nur sehr viel besser als im Wahlkampf 2021, sondern die Leute wollen einen echten Politikwechsel. Und ich glaube, da gibt es auch eine ganze Reihe von Unterstützung für uns. Die Umfragen sind, wie sie sind. Da gibt es mal gute, da gibt es mal schlechte. Das wechselt auch über einen Wahlkampf sehr stark. Andere Umfrageinstitute sehen uns sehr viel weiter vorne. Für uns ist aber klar, wir richten unsere Politik jetzt nicht irgendwie jeden Tag nach neuen Umfragen aus, sondern wir kämpfen für das, was richtig und was notwendig ist, dass wieder Gerechtigkeit hergestellt wird, indem wir beispielsweise Leistung mehr belohnen und dieses Bürgergeld abschaffen, indem wir in der Migration für Ordnung sorgen und indem wir dafür sorgen, dass Politik wieder für die Menschen, die die Mehrheitsinteressen in diesem Land vertreten, gemacht wird und nicht immer nur Politik für alle möglichen Minderheiten und Kleinstthemen. Das ist wichtig und dafür gehen wir engagiert in diesen Wahlkampf. Philipp Amthor, wir werden am Ende sehen, am 23. Februar, ob es was gebracht hat und in welcher Form, ob wir oder die CDU über oder unter 30 landet. Na, da werden wir hoffentlich deutlich drüber landen. Jedenfalls gehen wir dafür in den Kampf in den nächsten Wochen. Wir werden es sehen. Dankeschön bis hierher. Vielen Dank.